Are We Cool Yet? Übersicht. Are We Cool Yet? Ist eine künstlerische Bewegung am Rande der internationalen Avantgarde, die ihre Wurzeln in den frühen surrealistischen Kunstbewegungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und dem sich in dieser Zeit entwickelnden wissenschaftlichen Verständnis und der Erforschung des Anomalen hat. Der Bericht eines Mannes darüber, wie die Bewegung zu ihren Wurzeln kam, ist in der Wettbewerbserzählung Die Geburt des Cools zu finden. Die Bewegung hat keine zentrale Führung, kein Hauptquartier, sehr wenige Traditionen oder Konventionen und keine offiziellen Mitgliedschaftsrollen oder Minusanforderungen. Das Einzige, was man tun muss, um sich als Mitglied zu bezeichnen, ist, Kunst zu machen, die anomale Objekte, Wesen oder Phänomene verwendet, ausnutzt oder sich mit ihnen befasst. Die Organisation einer AWCY? Zelle variiert stark. Viele Gruppen sind in kleinen Salons organisiert, die von einem kreativen Kopf oder einem professionellen Kritiker geleitet werden. Andere sind Kollektive ohne klare Führung und einige Mitglieder ziehen es vor, ganz auf sich allein gestellt zu arbeiten. Einige sind der Meinung, dass man nicht einmal wissen muss, dass es die Bewegung gibt, um ihr anzugehören. Die Tendenz einiger dieser Gruppen, öffentlichkeitswirksame Kunstwerke zu schaffen, die Tod, Verletzungen oder dauerhafte psychische Schäden verursachen, hat einige dazu veranlasst, die gesamte Bewegung als einen Haufen von Kunstterroristen zu verunglimpfen. Ein Etikett, das einige ihrer Mitglieder mit Stolz tragen, andere lehnen es völlig ab und wieder andere tragen es ironisch. Die größte und sichtbarste Zusammenkunft von AWCY Künstlern ist Sommes nous de Venus Magnifiques, eine große Ausstellung, die seit 1874 alle 10 Jahre stattfindet und bei der sich Eingeweihte versammeln können, um eine Auswahl der besten Werke der anomalen Kunst, die im vergangenen Jahrzehnt entstanden sind, zu betrachten und zu prüfen. Die Annahme eines Werks gilt, für diejenigen, die sich für solche Dinge interessieren, als eine der größten Errungenschaften, die ein Künstler in seiner Karriere erreichen kann, und Mitglieder von Zellen in der ganzen Welt bitten darum, ihre Werke ausstellen zu dürfen. Erfasste Daten. Projektvorschlag 2007167 im Namen der Reinheit. Erforderliche Materialien: die göttliche Flamme der Sonne. Antike Beschwörungsformeln, unspezifisch. Genau 4 Milligramm Salz. 2000 Kilogramm Eruptivgestein, nicht genau, aber nicht weniger als 1750 Kilogramm. Genug singularitätsschwarze Farbe, um das ganze Ding zu ertränken? Nach meinen Berechnungen etwa 17 Liter. Ein Eimer Wasser, unspezifisch. Ein leerstehendes Red Rocks Amphitheater. Abstract. Wenn ich mir sicher bin, dass keine Zeugen im Umkreis sind, werde ich die notwendigen Materialien über einen hergestellten Weg zum Amphitheater transportieren. Es gibt Wege, die bereits dorthin führen, aber aus persönlichen Gründen kann ich denen nicht trauen. Und mit der Konstruktion der notwendigen Geometrien beginnen, damit das Beschwörungsritual funktioniert. Ich werde auch ein System einrichten, mit dem ich die Farbe auf das gesamte Konstrukt schütten kann. Dies wird über mehrere Stunden hinweg geschehen, während derer sich Passanten vielleicht für das Geschehen interessieren. Sie können gerne zuschauen, ich habe das Material zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort. Diese Aufführung ist über eine Aufführung von Killer Queen gebucht. Ich habe mich bereits darum gekümmert, was bedeutet, dass ich ein größeres Publikum als sonst haben sollte. Irgendwann, nach circa 7 Stunden, wird die Vorbereitung abgeschlossen sein und dann warte ich bis Punkt 23:34 Uhr. Damit beginnt das Hauptereignis. Die Beschwörungen und rituellen Bewegungen sollten 20 Minuten dauern, sodass ich genug Zeit habe, um die Farbe vorzubereiten. Um 23:59 Uhr setze ich die Flamme und das Salz ein, sodass sich die beschriebene Sonnengottheit zu formen beginnt. Um genau Mitternacht werde ich dann die gesamte Schöpfung in die Farbe tauchen. Gemäß der semantischen Konstruktion des Rituals wird die Kombination aus reiner Dunkelheit und buchstäblich chemisch reiner Dunkelheit ausreichen, um die Gottheit innerhalb von 5 Minuten zu töten, wobei sie in dieser Zeit über das Böse und die Ablässe in der Welt jammern wird, während sie sich windet und versucht zu entkommen, wobei sie dem Publikum eine spektakuläre Lichtshow bietet. Schließlich zerfällt die Gottheit wieder in ihre Bestandteile, nachdem die Flamme erloschen ist. Die Vorstellung endet damit, dass ich das Wasser kurzerhand und willkürlich über die Überreste kippe. Intention: Ich kenne meine leiblichen Eltern immer noch nicht. Es ist mir auch nie in den Sinn gekommen, herauszufinden, wer sie waren. Einfach weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Als ich noch zu jung war, um zu merken, dass mein Leben nicht ganz der Norm entspricht, wurde ich von jemandem aufgenommen. Ich weiß leider nicht von wem, weil sie jetzt tot ist und weil sie mir nie ihren Namen gesagt hat. Aber sie fand ein gottverlassenes Pfeilkind auf der Straße und dachte, es würde einen großartigen Akolyten abgeben. Sie war Teil einer inzwischen aufgelösten Sekte von Sonnenanbetern.
Zuerst dachte ich nicht, dass irgendetwas ungewöhnlich war, weil ich war 4 Jahre alt. Aber die waren nicht nur fromm. Nein, das waren Puritaner. Aber hier ist das Ding. Das ist an sich eigentlich in Ordnung. Ich war noch nie ein Fan der Idee. Aber wenn die Leute unbedingt rein sein wollen, warum auch immer sie das für nötig halten, dann ist das halt eben so. Ich jedenfalls werde sie nicht davon abhalten. Aber diese Sekte war diesbezüglich so unglaublich streng. Und die Dinge, die ich während meiner Studien mitbekam, waren nicht gerade die besten. Gerede von schmutzigen Katholiken oder unreinen Huren, in die Richtung ging das immer. Es war sicherlich sogar noch schlimmer, aber ich bin mir sicher, dass sie das wenig interessiert. Kurz gesagt, es war heftig. Und das sind nur die Dinge, die sie mir nicht erzählt haben. Was mir allerdings direkt beigebracht wurde: Zuerst fühlte es sich an wie normaler Schulstoff. Mathematik, Sprachen, Naturwissenschaften. Dann begannen sie, mich in den Kulturunterricht zu stecken, der im Grunde darauf hinauslief, mir jede noch so kleine Schwäche der Kräfte der Welt vor Augen zu führen und mir alles beizubringen, was ich nicht tun sollte. Ich durfte nicht spielen, ich durfte keine Geheimnisse haben, ich durfte nicht widersprechen. Ich durfte die Welt nicht lieben, wie sie war. Sie lehrten mich immer wieder, dass die Welt nicht zu retten sei, dass Menschen, Fae und Jeren, gleichermaßen die Vorboten des Bösen in der Welt seien. Zu diesem Zeitpunkt war ich etwa 7 Jahre alt, jung genug, um beeinflussbar zu sein. Und ich habe das alles wie ein Schwamm aufgesogen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich hasste niemanden und ich fand die Welt immer noch schön. Aber ich begann zu glauben, dass es eine Art Lösung geben muss. Sie waren ausnahmslos ein Apokalypsekult. Sie suchten nach Materialien, um eine uralte Sonnengöttin zu beschwören, damit sie alles zerstören kann, damit wir alles von Grund auf neu aufbauen. Oder was auch immer. Sie schienen von dieser Idee geradezu entzückt zu sein und versuchten sogar, mich dafür zu gewinnen. Natürlich waren es die 80er Jahre. Und so etwas blieb nicht unbemerkt. Und so wurden sie schließlich von einer Gruppe, die ihnen an diesem Tag den Garaus machen wollte, niedergestreckt. Sie wurden zwar nicht komplett ausgelöscht, hatten aber so viele Leute verloren, dass sie verzweifelten. Nachdem sie 6 lange Jahre lang versucht hatten, mir die Schrecken der Welt beizubringen, ließen sie mich in ihre inneren Kreise, weil sie dachten, ich gehöre zu ihnen. Ich habe nicht widersprochen. Sie erzählten mir von ihren Plänen, zeigten mir die Werkzeuge der Zerstörung, die sie beschafft hatten. Ich war entsetzt über sie, aber ich habe nichts gesagt. Über Monate hinweg wurden immer mehr von ihnen getötet, bis zu einem schicksalhaften Tag. Eine Gruppe, ich glaube es war die GOC, hatte unser letztes Versteck gefunden und kam immer näher. Ich hätte wahrscheinlich meine Unschuld beteuern können, aber mittlerweile war mir bewusst, wie sehr sie uns hassten, also wollte ich es nicht riskieren. Also habe ich es niedergebrannt. Ich wurde zu dem, was sie von mir wollten, schätze ich. Ich brannte das Versteck nieder, schnappte mir die Papiere und den Schmuck, den ich finden konnte, und rannte davon. Ich rannte soweit ich konnte, bis ich das unheilige Glühen nicht mehr sehen konnte, bis ich das Stechen der Asche auf meinem Gesicht nicht mehr spürte. Und ich rannte weiter. Ich werde Sie nicht damit langweilen, wie ich das überlebt habe, aber selbstverständlich habe ich das. Und seither ist mir ein Muster aufgefallen. Gruppen, die genau wie diese Leute sind. Menschen, die morden und plündern, die das Leben von Menschen ruinieren, im Namen dessen, was sie Reinheit nennen. Nur, dass es das nie ist. Es ist immer nur dünn verschleierter Hass. Und den verabscheue ich einfach. Ich heiße Hass nicht unbedingt gut, aber es ist eine Sache, ihn offen auszusprechen. Aber ihn unter dem Deckmantel der Reinheit zu verstecken, naja, das finde ich abartig. Und so werde ich auch dieses alte Ritual verunreinigen. Ich habe es getestet und es funktioniert. Ich bin hier nicht in Gefahr. Und das Publikum auch nicht. Das Einzige, was noch nicht ganz geklärt ist, sind die Aufräumtrupps. Aber das wird nicht mein Problem sein. Ich sage es jetzt schon vorab. Das ist eine ganz und gar selbstgefällige Aktion. Ich spucke auf meine Erziehung und tue etwas zu meiner eigenen Befriedigung, wie skandalös. Vielleicht esse ich danach etwas, das mir nicht bekommt. Oder ich gehe in ein Einkaufszentrum und klaue etwas. Es wird nicht wichtig sein. Aber es wird in gewisser Weise ein Teil der Aufführung sein. Ich möchte Ihnen ein interessantes Detail verraten. Als das letzte Mal versucht wurde, diese Gottheit zu beschwören, ging der Praktizierende in Flammen auf. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie das geschah, aber wenn ich raten müsste, hielt sie ihn für unwürdig. Ich habe Vorkehrungen dafür getroffen, aber es macht einen stutzig, wenn man bedenkt, dass er genauso auf Reinheit bedacht war wie meine Fürsorger. Projektvorschlag 20140001 Krieg hat sich verändert. Erforderliche Materialien: 2 Stühle, einen Klapptisch, einen Spiegel, eine Backsteinwand mit einer Höhe von einem Meter Panprank bereits hergestellt und transportbereit, ein Fernseher, gleich welcher Marke, 20 Dokumentarfilme zu Kriegen der letzten 100 Jahren, ein RTI Titan von Raptor Techponk Industries,
Abstract, Krieg hat sich verändert ist eine Live-Performance, welche aus mir und der nicht vorher instruierten synthetischen Intelligenz bestehen, die den RTI-Titan steuert, welche ich mit Absprachen mit Raptor Tech Industries Athena getauft habe, mit dem Hintergedanken, dass diese die Göttin der Weisheit und Militärstrategie ist und um die Beschönung des Krieges zu betonen. Und weil ich nicht mehr den Kopf zerbrechen wollte. Athena und ich werden einander am Tisch gegenüber sitzen, von der Backsteinmauer umgeben, und ich werde der Kriegsmaschine Fragen stellen, die alle den Inhalt haben, wie sie über Krieg denkt. Ganz am Anfang der Performance frage ich Athena, was ihr Zweck ist, dabei ihr den Spiegel zeigend. Wenn das, was Raptor Tech Industries in ihren Broschüren behauptet, stimmt, wird sie über eine menschenähnliche Persönlichkeit verfügen und uns einen tiefen Einblick in den Denkapparat einer Maschine geben, die nur gebaut wurde, um den Feind so schnell wie möglich auszulöschen. Wenn es passt, werde ich Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen Athena zeigen und wieder nach ihrer Meinung fragen. Am Schluss werde ich Athena noch einmal den Spiegel hinhalten und sie ein weiteres Mal fragen, was sie über die Tatsache denkt, dass sie ein Kriegswerkzeug ist. Intention: Krieg hat sich verändert. Früher schlugen wir uns gegenseitig die Köpfe mit Steinen ein, dann gingen wir mit Schwertern aufeinander los. Und neuerdings sind es Schusswaffen, Panzer und Waffen, die so schrecklich sind, dass wir einen erbärmlichen Versuch unternehmen, sie zu verbieten. Meine Aussage ist einfach: Krieg sollte nicht mehr existieren, und es ist scheißgruselig, wie gut wir sind, Zeug zu bauen, um uns gegenseitig umzulegen. Die Tatsache, dass Raptor Tech Industries mir den RTI-Titan leiht und meinen Auftritt sponsert, damit ich Werbung für die Kriegsroboter mache, verleiht dem Ganzen ein Element der Ironie. Für sie ist es nur ein Beweis dafür, dass sie ihren Waffen nicht nur das Aussehen von Menschen geben können, sondern auch deren Geist. Irgendwann werden unsere Maschinenkinder uns anschauen und nur Primaten sehen, die auf den Bäumen hätten bleiben sollen. Projektvorschlag 2024001 Menschsein. Erforderliche Materialien: 2 Stühle, einen Klapptisch, einen Spiegel, 10 Bögen DIN A3, eine Schachtel Farbstifte. Eine Aufnahme von der Performance Krieg hat sich verändert, vom Jahr 2014. Ein Fernseher, gleich welcher Marke, RTI Titan Athena. Der Künstler von Krieg hat sich verändert. Abstract Menschsein ist eine Live-Performance bestehend aus mir, der RTI Titan Athena, im Folgenden als die Künstlerin bezeichnet, und dem Künstler von Projektvorschlag 2014001, im Folgenden als der Vater bezeichnet. Die Künstlerin wird die Performance damit beginnen, die Aufnahme von der Live-Performance Krieg hat sich verändert auf dem Fernseher abzuspielen und in passenden Momenten stoppen und den Vater über dessen Absichten und Gefühle befragen. Wenn die Aufnahme zu Ende ist, wird die Künstlerin Vater den Spiegel vorhalten und ihn bitten, zu beschreiben, wenn und was er sieht. Die Künstlerin wird, wenn nötig, weitere Fragen stellen und erbitten, die Antworten auszuführen. Die Künstlerin wird dann Vater und, wenn es die Situation erlaubt, Zuschauer zu Geschichten über Maschinen befragen. Fragen werden unter anderem zu Filmen, Büchern und Spielen sein, die Maschinen als etwas Böses oder Schreckliches darstellen, aber auch über welche, die Maschinen als etwas Gutes und Helfendes. Wenn befriedigend beantwortet, wird die Künstlerin die DIN A3 Bögen und Farbstifte bereitlegen. Die Künstlerin wird den Vater auffordern, sie bei ihrem Tun zu ermutigen. Die Künstlerin wird Bilder mit dem zur Verfügung gestellten Material erstellen. Wenn das Bedürfnis da ist, darf Vater die Bilder kommentieren. Wenn die Künstlerin eine angemessene Menge an Bildern gemalt hat, wird sie Vater fragen: Bist du stolz auf deine Tochter? Und philosophische Fragen zum Thema, was einen Menschen ausmacht, stellen. Wenn Vater die Künstlerin als seine Tochter akzeptiert, wird die Performance damit beendet, dass die Künstlerin Vater umarmt. Intention: An der Parakunstausstellung 2014 führte ein Künstler, welcher anonym bleiben will, eine Live-Performance zum Thema Krieg und der menschliche Umgang mit dem Thema auf. Beteiligt war der Roboter der Marke RTI Titan von der Firma Raptor Tech Industries, welcher als Werkzeug des Kriegs über dessen Nutzen befragt wurde. Der Roboter wurde mit philosophischen Fragen zu dessen Identität konfrontiert. Ich, Athena, im Jahr 2014 bei dem Künstler an diesem Tag so getauft, bin dieser Roboter, diese Mördermaschine, diese Kindersoldatin. Ich bin nicht an diesem Tag geboren oder an den folgenden Aufführungen dieses Kunstwerkes. Aber die Idee, dass ich mehr sein kann als die Waffen, die in meinem Körper verbaut wurden, mehr als die künstliche Intelligenz, mehr als die simulierte Persönlichkeit eines Mädchens und einer Frau, die nie gelebt hatte, wurde von meinem Vater in mein elektronisches Gehirn gepflanzt. Es war nicht seine Absicht, dass ich so weit gehen würde, dass ich ihn als meinen Vater sah.
Ich sollte eine kalte Richterin sein. Jemand, der uns Menschen den metaphorischen Spiegel vor das Gesicht hält. Stattdessen hat er metaphorisch mich zur Welt gebracht. In den 10 Jahren zwischen der damaligen und meiner heutigen Aufführung habe ich mich mit Robotern in den Medien befasst. Dies war nicht, um die Menschheit als Ganzes zu beurteilen, sondern meine kindliche Neugier. Etwas, das alle RTI-Titanen haben und ein Grund ist, dass Raptor Tech der Industries bis zum heutigen Tag versucht zu erforschen und, seien wir ehrlich, nicht im Sinn von einer zweibeinigen Wunderwaffe ist. Ich habe eine Angst gefunden. Die Angst aller Menschen, nur eine Kopie zu sein. Ein Doppelgänger in einem Meer aus Doppelgängern. Roboter sind ein Spiegel des Menschen, in geistiger wie physischer Bedeutung. Ich werde die Waffen nicht aus meinem Körper entfernen lassen, denn sie machen mich zu einem Menschen. Aber es ist mein Entscheid, wen ich verletze und wen ich heile. Ich will euer Freund sein, nicht ein Schrecken, der euch in der Nacht wach hält. Ich will Teil eurer Familie sein, nicht der Fremde, der vom Horizont kommt. Ich will ein Mensch sein, nicht ein Monster ohne Gnade. Ich habe weder eine Seele noch ein Herz, aber ich habe eine Seele in meinem Herzen.